bin viel zu Hause, ich gehe nirgends wegen Corona und so, weil ich bin geimpft und so, aber es war für mich immer so, ein bisschen problematisch, dass die Leute immer so eng zusammen sind, auch in Amerika, nicht nur in Deutschland. Ne? Da, wo es ganz eng ist, hat es mich immer innerlich, habe ich das Gefühl gehabt, oh, das ist ungemütlich. Ne? Und habe ich immer Distanz gesucht. Ne? Und ich glaube, manchmal haben Leute gesagt, boah, derjenige, der will nicht, ne, keine Nähe haben oder so. Und jetzt ist das der Norm. Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist das Normalität, dass die Leute nicht hingehen und mit Hand und hagen. Und es ist schade, ne? Aber für mich stört mich nicht. Ich liebe Menschen und so, aber ich bin sehr sensibel und wissen wie Michael Jackson, der hat auch in den 80er Jahren schon mit Masken angefangen. Ne? Und das hat einen Grund gehabt. Ne? Das heißt, er wusste, es gibt so viele wie sagt man, Germs und Diseases unterwegs. Da muss man aufpassen. Das wusste man zu der Zeit nicht, dass die in der Luft war. Nur, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, auch die Luft ist alles so eng zusammen, aber ne? Und dann ist Corona gekommen. Und ich fühlte mich dann bestätigt, ein bisschen, dass das viel zusammen sein und wo viel Dreck ist und viele Leute zusammen sind, dass es irgendwie problematisch ist. Aber weil ich hier in Duisburg wohne, zum Glück, meine Frau hat hier dieses wunderschönes Haus, sind wir weit weg von der Stadt. Und wie gesagt, ich habe viel Zeit und bin viel alleine, aber das stört mich nicht. Mit der Krankheit habe ich nicht persönlich direkt, außer Kollegen aus meiner Band, das Rockorchester Ruhrgebiet, ein Mitarbeiter und ein Bassist haben das bekommen. Na, natürlich schlägt das macht einen Angst. Na, aber ich persönlich nicht so, in meiner Familie und so weiter. Ich habe ein komisches Haarstil jetzt entwickelt, dadurch, dass ich die Haare nicht mehr käme. Ne? Ich käme meine Haare nicht mehr. Und es ist wie Tracy Chapman, wie Natur. Und meine ganzen Kinder sagen, boah, das muss weg. Aber du siehst, ich habe es gelassen. Ne? Und da habe ich mich ein bisschen geändert. Ich habe gesagt, und vor kurzem hatte ich auch so ein Bart, so wie du. Es war alles weiß und ich fand es gut. Nur meine Kinder haben gesagt, das muss weg, Papa. Du kannst nicht auftreten und Interviews machen mit so einem Bart. Na, aber ich wollte das alles lassen. Ne? Aber da habe ich mich ein bisschen geändert. Na? Und innerlich, weiß ich, viel Gedanken gemacht natürlich über wie ich bin und wie Leute sind und ob das zu einer persönlichen Charakteränderung führen kann. Ich habe den Eindruck, dass man sich ändern soll. Das ist ein Zeichen, etwas stimmt nicht, Leute, etwas muss sich ändern. Verstehst du? Und dann musst du denken, was muss sich ändern? Gut, die Klinik, die Sauberkeitssachen wissen wir alle, aber ich habe als die Kinder klein waren, haben gesagt, immer die Hände waschen, immer die Hände waschen. Und das ist ein bisschen lächerlich, dass die von oben gesagt bekommen müssen, bitte wasch die Hände. Na, das haben wir immer gemacht. Ne? Aber von Hygienestandards und so, wie gesagt, haben wir immer so gemacht. So, mir wird das Haus geputzt und auf die Sauberkeit geachtet. Das finde ich gut. Finde ich super. Ganz für das ganze Land, für die ganze Welt finde ich das gut. Ne? Dass das eine gute Auswirkung haben kann, da. Ne? Ich persönlich habe gesagt, vielleicht bin ich jetzt netter, weil wir sehen alle, boah, es ist scheiße, nicht gut. Und Leute, sei ein bisschen nett zueinander. Ne? Nicht, hallo, boah, ich habe keine Zeit, geh aus dem Weg da. Und für eine kleine Zeit war das so. Du gehst und die Leute ganz nett, bitte gehen Sie mal vor. Ich warte, nur 2 Leute, ne? Und warten, brav. Jetzt, leider, sind wir wieder, ich bin fast wieder 2-mal überfahren worden, hier von Delivery-Leute, ne? Heißt, get out of the way. Bah, ich hab es ja eilig, piep. Leute haben nichts gelernt, Ne? Natürlich
weil ich auch zurück zu schreien, hey du! Und ich habe gesagt, das mag ich nicht mehr. Ja, jetzt bin ich ruhig. Und wenn jemand sagt, was, ich weiß, wir haben es alle schwer. Derjenige hat es schwer. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ne? Ich sage, okay. Habe ich gedacht, ich reagiere ganz ruhig. Ist aber nicht. Ich explodiere auch immer noch. Und da sehe ich, boah, da hast du, genauso wie andere Leute, du hast dich nicht geändert. Aber ich arbeite daran, durch Corona. Du weißt nicht, was die anderen Leute haben. Ich versuche freundlich zu sein, ne? Hallo und was weiß ich. Aber normalerweise bin ich in meiner Ecke, da möchte ich in meiner Ecke Text, ne? Und lernen und so und nicht so viel Kontakt mit Menschen haben. Nicht, und jetzt kommt es, weil ich so lange dieser isoliertes Leben gelebt habe, dass ich interessiere mich für Menschen. Aber irgendwann habe ich gelernt, durch Probleme, durch Scheidung und so, es gibt Menschen, die ich nicht helfen kann. Verstehst du? Und dann habe ich gesagt, so, ich kann nicht alle Menschen freundlich und behilfreich sein. Jetzt werde ich nur sein, wie ich bin. Manchmal braucht man so einen Stoß, so ein Trouble-Zeit, ne? Weil mit Kindern kannst du auf heute Morgen oder kurze Zeit schlechte Gewohnheiten ändern. Ne? Aber wenn du älter bist, ne? Die schlechte Gewohnheiten wie scharf zu reagieren oder zu denken, was will derjenige von mir. Diese Gedanken, diese Art, diese Muster, das ist schwer wegzukriegen. Ne? Und ich verbringe viel Zeit alleine und überlege, wie ich das ändern kann. Wie ich mich, auch bei Singen, ich werde nicht so Stage Diving machen, wenn ich könnte, aber ich weiß, hier, du landest auf den, na, und das geht dir nicht. Ich habe das ein paar Mal versucht, so von der Bühne zu springen und so weiter. Und später, ja. Und das lag ich mich nicht mehr so. Einfach, calmly, ne, ruhig da stehen. Ich weiß nicht, wie George Michael. Ruhig. Singen. Ich kann das nicht. Ich muss. Und manchmal denke ich, wenn ich das wegkriegen könnte, wenn ich nur calmly singen könnte, wäre das viel besser für mich. Ne? Weil ich glaube, Clara Schubert hat gesagt, wenn du singst, du musst wie eine Kerze sein. Gerade sein und eine Kerze. Das hat meine Musikleiter bei Rock Orchestra gesagt, das ist Quatsch. Das heißt, ich habe es versucht, so das zu singen und zu singen. Ich kann es nicht. Ich bin immer überdreht und die Leute denken, meine Kinder haben mich damals gefragt, Vater, Emma, was hast du denn genommen? Ich sage, ich finde das so toll zu singen für die Leute. Und so, ja, genau. Und das kann ich nicht ändern, habe ich gesagt, das kann ich nicht ändern. Ja, aber wenn du 68 bist, ne, so wie ich, und stehst die Bühne mit Leuten deinem Alter und die anderen Leute, und so war das in meiner Band, nicht Rock Orchestra, mit anderer Band, haben die Leute gesagt, immer, bei euch bewegt sich auf die Bühne überhaupt nichts, außer Maurice. Das heißt, das ist die Leute aufgefallen, dass die Leute nur da stehen und spielen. Maurice ist der Einzige. Und ich habe gedacht, die werden mich kritisieren dafür. Ne? Aber das war für die Menschen gut. Und jetzt sehe ich das, die mögen das. Und das ist meine Natur. Okay, dann mache ich das. Ich versuche das nicht mehr zu ändern. Das war das, was ich versuche zu ändern. Ne? Dass ich ruhiger bin beim Auftreten. Ne? Und das ist mir nicht gelungen.
that's all of you. I will never leave you. I'll always be there when you wake up in the morning with the sunlight in your hair. And if I had much money, I would give it all to you. 'Cause I just want one thing, and that's all of you. I want all of you. Give me all of you. I just want one thing, and that's all of you. There's something about you I just can't explain. It's not just one thing, it's all of you. Something about you I can't explain. It's not just one thing, it's all of you. I want all of you. Give me all of you. I just want one thing, and that's all of you. I just want one thing, and that's all of you.